Im nächsten Abschnitt geht es um die Forschung und die Bildungsarbeit für solidarisches Wirtschaften. Im ersten Abschnitt um einen Prozess der Kartierung, den wir an der Universität Kassel durchgeführt haben. In der zweiten Einheit nochmal um das Thema regionale Auswirkungen von solidarischer Ökonomie und regionale Besonderheiten. Die Lernziele dabei sind, dass Sie die Methodik der Kartierung zum einen kennenlernen, dass Sie auch Kriterien kennenlernen, die für solidarisches Wirtschaften festgelegt werden in der Forschung und dass Sie auch einen Einblick erhalten in die Bildungsarbeit und in die strategische Arbeit der solidarischen Ökonomie. Ja, 2008 haben wir am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel ein Jahr lang solidarische Wirtschaftsunternehmen in Nordhessen kartiert. Der Hintergrund war der, dass es schon Ende der 80er Jahre eine Studie gab von Frank Haider über die selbstverwalteten Betriebe in Hessen. Eine der wenigen Untersuchungen überhaupt über dieses Wirtschaftsgebiet. Das heißt, wir konnten da schon an eine bestimmte Vorarbeit anknüpfen, zum einen. Und wir wussten natürlich auch aus Erfahrung, dass die Region Nordhessen als klassisches strukturschwaches Gebiet gegenüber dem wirtschaftlich starken Südhessen auch seit Jahrzehnten ein Ort ist, wo Menschen auch hinwandern, um genau solche Projekte zu realisieren. Also was ich vorher genannt habe, dieses Regiobund Lützelstrauch, sind auch die Betriebe, die dort beteiligt sind auch, ich glaube, fast 100%, aber mindestens 90% Zugewanderte in das Gebiet, ja, die genau mit dem Ziel auch in ein ländlich und eigentlich abgehängtes Gebiet, damals noch Grenznähe, gegangen sind, weil sie genau das gebraucht haben für ihr Vorhaben, in dem Fall beispielsweise Schafzucht mit anschließender Teppichherstellung. Das heißt, das Gebiet bietet natürlich auch den Vorteil beispielsweise von niedrigen Immobilienpreisen, von großer Fläche und von großer Nähe zur Natur. Die Gruppe, die die Kartierung durchgeführt hat und auch die da auch das regionale Informationssystem Solidarische Ökonomie ISÖ entwickelt hat, war sehr stark von den Entwicklungen in Brasilien inspiriert. Einfach dadurch, dass Soziologie der Entwicklungsländer schon immer einen sehr engen Austausch hatte zu lateinamerikanischen Ländern und auf diese Art natürlich die Bewegung der solidarischen Ökonomie sehr, sehr hautnah begleitet wurde, teilweise durch Studienaustausche, gegenseitige Besuche und auch Forschungen vor Ort. Und die Idee der Kartierung ist letztendlich auch aus Brasilien übernommen worden, wo im Rahmen der staatlichen Unterstützung in Form eines Staatssekretariats für solidarische Ökonomie als erste große Tat letztendlich auch die landesweite Kartierung stattgefunden hat. Man wollte überhaupt erstmal, der damalige Staatssekretär Paul Singer sagte, wir müssen erstmal überhaupt einschätzen, welche Wirtschaftskraft dieser Sektor überhaupt hat in Brasilien, weil wir wissen darüber eigentlich gar nichts. Wir wissen zwar, dass er funktioniert, ja, und auch sehr viele Menschen einfach in ihren Grundbedürfnissen versorgt und einfach zum Überleben beiträgt. Aber das Ganze läuft so informalisiert ab, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, in welchen Dimensionen das zum Bruttoinlandsprodukt beispielsweise auch beiträgt. Deswegen hat man also begonnen, und Brasilien ist natürlich ein sehr viel größeres Land als Deutschland, landesweit dort zu kartieren und auch sehr, sehr genau zu kartieren.
Mittlerweile ist das so, wenn Sie in Brasilien so ein Projekt suchen, dann können Sie im Internet einfach den Ort eingeben und über ein paar Filter, die Sie dann noch dazufügen, was die Branche betrifft oder auch die Größe, dann werden Sie sehr, sehr schnell fündig. Und diese Kartierung ist natürlich auch ein erster Schritt, diese Art der Ökonomie aus einem gewissen Schatten herauszuholen. Ja? Man redet auch sehr häufig von der Schattenökonomie, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern, wobei auch niemand so genau weiß, was das sein soll. Also es ist aber letztendlich das, was sich den offiziellen Zahlen auch entzieht. Ja? Also weil jemand, der in einer Kooperative selbst hergestellte, selbstverarbeitete Lebensmittel beispielsweise verkauft, der wird so auf diese Art und Weise teilweise vielleicht so gar nicht mal steuerlich erfasst. Ja? Aber er oder sie, es sind eben überwiegend Frauen auch, die ihr Überleben so sichern, er kann eben seinen täglichen Bedarf in irgendeiner Weise darüber sichern. Also es geht darum, auch mit dieser Kartierung einfach zu sagen, solidarische Ökonomie ist ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor in einem Land wie Brasilien. Und wie gesagt, unsere Überlegung damals in Kassel war einfach zu sagen, ja, auch hier spielt solidarische Ökonomie eine Rolle, ja, wenn auch nicht auf dem Level oder auf der Ebene der Überlebenssicherung oder der Armutsbekämpfung, sondern auf verschiedenen anderen Ebenen, nämlich eher auf der wertegesteuerten Ebene, dass Menschen einfach zunehmend ja auch das Bedürfnis entwickeln, andere Arbeits- und Lebensformen auszuprobieren und sich auch nicht ihr Leben lang steuern zu lassen von der Vorgabe beispielsweise des Arbeitsmarktes. Und deswegen auch solche Freiräume natürlich suchen. Und wie gesagt, es war uns bekannt, dass es Einzelprojekte in Nordhessen gibt. Sehr bekannt ist eben die schon erwähnte Kommune Niederkaufungen, die auch international bekannt ist, auch dort in der Nähe von Kassel eben angesiedelt. Und sehr, sehr viele andere Projekte auch, die eine Strahlkraft haben. Die Glashütte Süßmuth zum Beispiel, eine der wenigen in Arbeiterselbstverwaltung geführten Fabriken, befindet sich auch in der Nähe von Kassel. Also auch schon ein sehr altes Projekt. Dann gibt es im landwirtschaftlichen Bereich auch mehrere Zusammenschlüsse, Molkereizusammenschlüsse und Ähnliches, die auch noch heute gut funktionieren. Ja, und diese Überlegungen, wie gesagt, waren der Grund zu sagen, okay, wir schauen mal, wie denn solidarische Ökonomie sich in einer auch relativ abgehängten, ursprünglich immer strukturschwach charakterisierten Region Nordhessen denn darstellt. Und natürlich ist so eine Kartierung auch der Einstieg in zum einen in eine Sichtbarmachung dieser ökonomischen Perspektive und natürlich auch als Beginn eines öffentlichen Dialoges. Ja? Also wir wurden damals unterstützt, natürlich auch vom Kultusministerium, vom Hessischen, und die hessische Landesregierung hatte auch noch nicht so wahnsinnig viel gehört von solidarischem Wirtschaften zu dem Zeitpunkt. Und es geht natürlich auch immer bei dieser Sichtbarmachung, Öffentlichkeitsarbeit auch immer um die Fragen, wie können wir denn dazu beitragen, dass einfach die Rahmenbedingungen für solidarisches Wirtschaften erleichtert werden. Darauf hatte ich auch schon mehrfach hingewiesen. Es gibt eben in Deutschland gibt es keine kurzen Wege, ja, solche Projekte umzusetzen, sondern schon letztendlich nur sehr individuelle und auch relativ lange Wege, solche Dinge zu tun, auf die jeder ein bisschen selbst kommen muss. Ja, und zu Beginn der Untersuchung ergab sich natürlich dann auch wieder das Problem, was ist denn nun eigentlich ein solidarisches Wirtschaftsunternehmen? Wie definieren wir das?
hatte ich auch schon darauf hingewiesen, dass die Definitionen auch teilweise sehr unterschiedlich sind. Wir haben dann damals für die Studie festgelegt, es gibt 5 Kriterien, die eine Unternehmung erfüllen muss. Nämlich zum einen muss sie selbst verwaltet sein, und zwar in dem ursprünglichen Sinne des genossenschaftlichen Identitätsprinzips, was davon ausgeht, ein Mensch hat eine Stimme, ja, und die Dinge werden gemeinsam entschieden und es gibt auch ein gemeinsames Eigentum an Kapital. Dann zum Zweiten das ökologische Bewusstsein, also es muss jetzt nicht unbedingt eine reine ökologische Produktion sein, aber es muss in der Unternehmung eine Sensibilität für den Bereich vorhanden sein und auch irgendetwas erkennbar sein, wie dieser Bereich umgesetzt wird. Dann muss ein gewisses Kooperationsprinzip erkennbar sein, beispielsweise durch die gemeinsame Nutzung von Eigentum und Gütern, durch die Partizipation an solidarischen Netzwerken oder auch durch Tätigkeit in der Region, durch Initiativen beispielsweise von Einbindung in regionale Kreisläufe. Das kann auch damit gemeint sein. Dann muss es sich um ein Wirtschaftsunternehmen handeln, also nicht um ein Hobbyunternehmen oder eine Liebhaberei, sondern schon ein Unternehmen, mit dem mindestens eine Person zumindest einen Zuverdienst auch generiert. Ja? Also Ehrenamt und Freiwilligenarbeit waren damit auch ausgeschlossen. Und als letztes haben wir gesagt, es muss eine Gemeinwesenorientierung erkennbar sein. Das heißt, in irgendeiner Weise muss sich dann dieses solidarische Wirtschaftsinitiative oder Unternehmen auch einsetzen für allgemeine Fragen der Lebensbedingungen in der Gemeinschaft oder in der Region, sei es jetzt für ein solidarisches Geschlechterverhältnis oder für die Wirtschaftsförderung in der Region oder für den Naturschutz in der Region. Auf jeden Fall ein übergeordnetes Engagement muss dort auch vorhanden sein, damit wir sagen, das ist jetzt ein solidarisches Wirtschaftsunternehmen. Wichtig und auch immer wieder Stein des Anstoßes war auch dieses Kriterium der überfamiliären Zusammenschlüsse. Das ist nämlich in einer Region, die ländlich strukturiert ist und auch traditionell strukturiert ist, ist das durchaus ein Thema, dass die Großfamilie eigentlich immer noch ein ganz, ganz wichtiger Referenzpunkt ist. Also auch gerade im gemeinsamen Handeln und im gemeinsamen Wirtschaften. Also die Menschen haben dort nicht unbedingt die Gewohnheit, wie das beispielsweise in Städten ja selbstverständlich ist, dass man dort mit Gleichgesinnten sich zusammentut. Das ist auf dem Land, zumindest in der Region, nicht so oder nicht genauso selbstverständlich so, sondern dort funktioniert vieles im Familienbetrieb seit Generationen schon und man tut sich auch relativ schwer, über diesen Zusammenhang hinauszugehen. Ja, also das ist eine sehr, sehr große Barriere. Ich hatte beispielsweise auch lange Diskussionen mal mit einem Biohof, die überlegt haben, auch für solidarische Landwirtschaft sich zu öffnen. Und letztendlich haben sie sich dagegen entschieden, genau aus diesem Grund, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt seit mehreren Generationen funktionierende Biobetriebe und wir möchten eigentlich auch das so erhalten und kein Risiko eingehen, indem wir jetzt mögliche andere Interessengruppen auf unseren Grund und Boden und auch unser Eigentum, unsere Existenzgrundlage natürlich hinzunehmen. Ja? Also dieser Schritt in das gemeinschaftliche Handeln, was auch eine wirtschaftliche Verbindlichkeit mit sich bringt, also mehr ist, wie gesagt, als ein Sportverein, ja, der ist wirklich nicht zu unterschätzen und der ist mit Ängsten besetzt und auch mit sehr vielen Schwierigkeiten. Es gibt beispielsweise auch in der Region eine Initiative wiederum von der Universität, ursprünglich vom ökologischen Landbau,
Dort wurde versucht, mit einer Hofbörse beispielsweise auch das Nachfolgeproblem auf den Biohöfen zu lösen. Da hat sich das auch gezeigt, ja? Also dass letztendlich die Familienbetriebe sich fast leichter tun, ein Unternehmen zu beenden, als es abzugeben in sogenannte fremde Hände, also in Hände, die sie nicht kennen. Ja? Also das ist, wie gesagt, in dieser Region ist es ein Thema, was beispielsweise im urbanen Kontext jetzt eine Selbstverständlichkeit ist. Ja? In der Großstadt finden sich Leute zusammen. Ja, schon am Beginn sozusagen der Genossenschaftsbewegung war das ja auch schon so, dass diese Zusammenhänge in der Stadt entstanden sind und weniger auf dem Land. Das heißt, an dieser Stelle ist auch die Akzeptanz natürlich von solidarischen Wirtschaftsunternehmen sehr, sehr sensibel zu betrachten. So, aber wir haben gesagt, es müssten trotzdem, um es ein solidarisches Wirtschaftsunternehmen sein zu lassen, muss eine überfamiliäre Tätigkeit oder Kooperation entweder mit anderen Betrieben oder auch mit Tauschringen oder anderen Produktionsgruppen muss erkennbar sein und muss aktiv auch gestaltet werden. Ja? Dann müssen es weiterhin dauerhafte Tätigkeiten sein, keine sporadischen Tätigkeiten. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, wir sind ein Kollektiv, was ab und zu mal bei Umzügen hilft oder Ähnliches oder Nachbarschaftshilfe leistet. Es muss schon dauerhaft sein, auf dauerhafte Tätigkeit ausgerichtet sein und es muss auch eine real existierende wirtschaftliche Tätigkeit sein, nicht nur eine Denkfabrik oder eine Ideenschmiede oder sowas. Ja? Also das heißt, es müssen wirtschaftliche Aktivitäten realisiert werden durch Produktion von Gütern oder Dienstleistungen oder durch Verkauf, Tausch oder Reparatur oder sonst etwas von Waren und Produkten. Und auch diese Tätigkeit muss der Hauptgrund auch für die Existenz der Organisation sein. Also es soll auch nicht, damit ist auch nicht gemeint eine Organisation, die nebenher auch noch ein bisschen solidarisch wirtschaftet in einem Teilbereich, sondern es muss schon der Hauptzweck des Zusammenschlusses sein. Ja, dann haben wir noch gesagt, solidarische Wirtschaftsunternehmen sind eben entweder einzeln oder komplex. Das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe mit den verschiedenen Ebenen. Also Einzelunternehmen, Mesoebene, Makroebene. Makro haben wir jetzt auf der regionalen Ebene nicht, aber wir haben durchaus auch so Dachgenossenschaften oder Dachzusammenschlüsse, Verbände, Unternehmensnetzwerke. Die sind natürlich genauso mit eingeschlossen wie Einzelunternehmen. Ja, und dann haben wir methodisch den Einstieg so gestaltet, dass wir die Aktionsforschung sehr stark uns zum Vorbild genommen haben. Das heißt, ein Forschungsansatz, der weniger im wissenschaftlichen Elfenbeinturm stattfindet, sondern der im Feld stattfindet, im Austausch mit den Akteuren stattfindet und dort eigentlich auch seine Hauptquelle findet. Das heißt, wir haben die Kartierung so geplant, dass wir uns in jedem Landkreis, also die Region hat 6 Landkreise, in jedem dieser 6 Landkreise haben wir uns einen Kooperationspartner gesucht, der sozusagen Multiplikator gewesen ist für die Grundidee der Kartierung, der auch in dem Fall, also in einem Fall war das so ein Verein für Regionalentwicklung beispielsweise, der natürlich auch die Kontakte zu den Unternehmen vor Ort ganz eng hat. Wir haben erstmal diese 6 Multiplikatoren natürlich auch geschult, ist nicht das richtige Wort, aber sie auch mit einbezogen, ja, in unseren Ansatz und auch in den Ansatz der solidarischen Ökonomie und haben auch versucht, zumindest sie dafür zu begeistern.
und diese Begeisterung auch weiterzutragen. Ich erinnere nochmal an Rasetto, der mit dem Faktor C, wo auch das Charisma eine sehr große Rolle gespielt hat. Also wir haben sozusagen auch mit unserer Gruppe versucht, diesen Funken in die Region zu tragen. Und das ist auch gelungen in weiten Teilen. Und aus dieser Kooperation hat sich auch wirklich sehr viel ergeben, dass wir einfach auch Türöffner hatten zu den Einzelunternehmen, die wahrscheinlich ansonsten auch eher reserviert gewesen wären, wenn wir gesagt hätten, ja, wir wollen jetzt von der Universität Kassel so eine Studie durchführen und wir wollen sie jetzt befragen. Das sind ja auch immer Prozesse, die nicht so einfach sind. Wenn man dann so einen Türöffner hat, ist es viel leichter und sind die Barrieren und Vorbehalte im Grunde genommen auch schon mal sehr viel geringer. Ja, die Ergebnisse dieser Studie zeigen ein sehr differenziertes Bild der Region, der Verbreitung der solidarischen Wirtschaftsweise in der Region. Also wir haben gesamt gesehen circa 1 Million Einwohner in dem ganzen Gebiet, mit dem Oberzentrum Kassel und mehreren kleinen Zentren noch, Kleinstädten, also Kreisstädten und dann natürlich einem sehr, sehr weitläufigen ländlichen Bereich. Von diesen 1 Million Einwohner sind ca. 500.000, also die Hälfte erwerbstätig und umgerechnet sind zwischen 4 und 5% dieser Erwerbstätigen auch Mitglied in einem solidarischen Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wir sind jetzt exakt auf 19.003 Mitgliedern gekommen durch die Kartierung, was jetzt nicht so wenig ist, muss man sagen. Also da sind aber natürlich auch Genossenschaften, größere Genossenschaften mit dabei, und zwar natürlich auch die Wohnungsbaugenossenschaften, die von der Zahl her schon mal einiges ausmachen und die Energiegenossenschaften, die damals auch am Entstehen waren, die haben einiges an Zahlen, einfach an Masse ausgemacht. Natürlich auch die Kommunen und ihr Umfeld, die ich bereits erwähnt habe. Also das Ergebnis ist eigentlich ganz gut für den Durchschnitt. Und was jetzt noch besonders war, neben anderen Trends, die sich so gezeigt haben, war es eigentlich so, dass sowohl die Gründungstendenzen als auch die Branchenverteilung der solidarischen Wirtschaftsunternehmen relativ typisch ist dort in Nordhessen, also Verteilung eben hauptsächlich auf Baugenossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften und Energiegenossenschaften. Und allerdings sind wir im Zuge der Studie, und das möchte ich noch kurz ausführlicher ausführen, auch auf eine regionale Besonderheit getroffen, die wir vorher nicht so eingeschätzt hatten, nämlich die Waldgenossenschaften. Und da zeigt sich eben, dass die sogenannten Markgenossenschaften oder auch Interessentenwälder ganz tradierte Traditionen sind in diesem Gebiet, die noch den Charakter haben von Gemeinschaftswäldern, mehr oder weniger von Allmendeflächen, also von gemeinschaftlich zugänglichen Flächen, die letztendlich der Grundversorgung der Mitglieder dienen, die auch beispielsweise ganz klar regeln, wer dort Mitglied ist, der darf nur so und so viel im Jahr für den eigenen Bedarf an Holz aus dem Wald herausnehmen. Es ist auch wirklich absolut untersagt für den Einzelnen, dass jemand dieses Holz beispielsweise weiterverkauft auf dem Markt. Da wird auch sehr streng drauf geachtet. Und die Wälder haben eben in Nordhessen eine ganz, ganz große Bedeutung, weil sie auch charakteristisch sind für die Region. Es ist eine sehr, sehr waldreiche Region und es gibt auch angrenzende Wirtschaftstätigkeiten, beispielsweise die Salzgewinnung, die war über Jahrhunderte sehr, sehr wichtig, hing dann auch mit der Holznutzung zusammen und letztendlich ist es so, dass der Gemeinschaftswald
die ursprünglich älteste Eigentumsform des bäuerlichen Waldbesitzes dort ist. Also in Hessen gibt es insgesamt 371 Gemeinschaftswälder mit einer Fläche von 31.000 und noch ein paar, also ca. 32.000 Hektar. Diese Waldgemeinschaften, auf die wir dann, wie gesagt, gestoßen sind, die wurden überwiegend gegründet in der Zeit der Jahrhundertwende zum 19. Jahrhundert, also auch im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, als es dort auch Versorgungsengpässe und weit verbreitete Armut gab. Das ist die Entstehungszeit, die Hauptentstehungszeit, und die Eigentumsrechte wurden dann auch in der Familie immer weitergegeben. Was wir dann gemacht haben, und das entspricht wieder dem Ansatz der Aktionsforschung und hat zu sehr, sehr interessanten Ergebnissen geführt. Wir haben dann Einzelinterviews auch mit Waldgenossen, also Mitgliedern von Waldgenossenschaften geführt, die dann auch sehr, sehr unterschiedlich waren in der Weise, wie aktiv sie überhaupt ihre Genossenschaftsmitgliedschaft wahrnehmen. Und da zeigte sich so ein gemischtes Bild. Also es gibt eine gewisse Menge, die sagt, naja, ich bin da halt Mitglied und das war schon immer so und damit Ende, ja. Und es gibt aber auch eine ganze Menge von wirklich aktiven Mitgliedern, die sich auch diesem genossenschaftlichen Aspekt, der in dieser gemeinschaftlichen Besitzstruktur liegt, und auch der gemeinschaftlichen Versorgungstätigkeit, die damit verbunden ist, bewusst sind. Und die das auch als wertvoll erachten, dort Mitglied zu sein. Und dann haben wir zum Beispiel gefragt, was war denn die Gründungsmotivation? Das gilt jetzt aber nicht nur für die Interessentenwälder, aber auch für die Interessentenwälder, weil es gibt auch einige, die dann immer noch neu gegründet werden. Was war denn eigentlich die Motivation, oder was ist denn das Hauptmotiv, wenn man zu einer Genossenschaft beitritt? Und dann kam eben überwiegend, wurde es beantwortet, die Entwicklung einer Tätigkeit, bei der alle Eigentümer sind. Das war wichtig. Dann die ergänzende Einkommensquelle für die Mitglieder war auch wichtig. Also ist auch im Falle der Waldbesitzer natürlich ein wichtiger Aspekt, weil Holz ist ein wichtiger Rohstoff und ist auch nicht mehr sehr kostengünstig. Gefolgt wurde dann die Angabe von dem Motiv, gemeinschaftlich Fähigkeiten und Potenziale zu entwickeln, und die Sicherung der Grundversorgung innerhalb der Kommune. Das waren die Hauptaspekte, warum Menschen gesagt haben, sie sind Mitglieder in so einer Genossenschaft oder in einem solidarischen Wirtschaftsunternehmen. Dann haben wir noch gefragt, was sind denn die gemeinsamen Tätigkeiten eigentlich, die jetzt beispielsweise in einem Gemeinschaftswald ausgeführt werden. Was macht denn da das Gemeinschaftliche aus? Und dann kamen auch sehr viele Dinge zum Vorschein. Also das Hauptgemeinschaftliche liegt in der Nutzung einer gemeinsamen Infrastruktur, in der Produktion, in der Dienstleistung, im Sparen, im Sparaspekt auch, dass einfach wirklich finanzielle Mittel eingespart werden, dass man gemeinschaftlich Dinge anschafft und auch kostengünstig erwerben kann, dass man gemeinschaftlich Dinge vermarkten kann, und auch die praktische Tätigkeit, die auch gemeinsam grundsätzlich durchgeführt wird, wie beispielsweise Aufforstungsarbeiten, Brennholzhacken, Kultur- und Pflegearbeiten, Jungbestandspflege, also sprich die komplette Waldbewirtschaftung wird eigentlich in Eigenarbeit oder maximal in Eigenarbeit durchgeführt, und das ist natürlich auch ein Gemeinschaftsaspekt, der sich damit verbindet, der nicht zu unterschätzen ist.